Hallo, ich begrüße Sie hier zum vierten Video. Es geht um Word-Vorlagen bzw. Formatvorlagen zur Gliederung und zum Erstellen von Inhaltsverzeichnissen. Wir hatten gesehen, dass es möglich ist, über eine entsprechende Auswahl bei den Vorlagen gleich eine Nummerierung reinzubringen. Das ging hier über das Register Entwurf. Und da haben wir hier die Möglichkeiten der Dokumentformatierung. Sie sehen es ja hier, wenn ich da drüber gehe, sehe ich so eine Vorschau. Und wenn ich hierauf gehe, dann sehe ich, dann ist das auch schon nummeriert. Man kann das hier unten sehen, dass das also auch schon für alle Gliederungsebenen gilt. Wenn man hier so durchgeht, dann sieht man hier Kindheit und Jugend, das ist hier 2.1. So, das ist aber Voraussetzung, dass man dann dieses auswählen darf. Häufig hat man aber eine Vorlage, die ist vom Unternehmen oder von der Organisation vorgegeben und da darf man nicht einfach auf diese hier wechseln. Da muss man also manuell solche Nummerierungen reinbringen. Das ist Gegenstand dieses Videos. Ich zeige, wie das geht. Ich gehe hier mal auf eine Überschrift, nehmen wir hier Leben. Und dann kann man eine Nummerierung reinbringen. Wenn ich hier auf das Register Start gehe und wähle dort aus, hier an dieser Stelle, wo steht Liste mit mehreren Ebenen. Das ist das, was wir hier haben. Da klappe ich mir erstmal die Palette auf. Und da sehe ich, da gibt es hier unten einmal Überschriften, wo die erste Ebene aus Buchstaben besteht, die zweite Ebene aus Ziffern. Also da kann man diverse Einstellungen vornehmen. Wir machen es jetzt aber nicht so kompliziert, wir wählen einfach diese hier aus. Das ist etwa das, was wir auch in der Wikipedia da bei Gorbatschow vorgefunden haben. Wir sehen schon, dass das hier klappt. In der Navigation sehen wir das. Und im Inhaltsverzeichnis fehlt es noch. Da wissen wir mittlerweile aus dem vorigen Video, wenn ich da reinklicke und wähle dann Inhaltsverzeichnis aktualisieren, gesamtes Verzeichnis aktualisieren, gehe dann auf OK, dann hat man also hier auch im Inhaltsverzeichnis diese Nummerierung. So, das ist also hier die Nummerierung, wie wir sie hier oben reinbringen können. Da lassen sich viele Einstellungen vornehmen. Eine wichtige Einstellung ist auch, dass man eventuell eine Nummerierung mit einer bestimmten Zahl beginnen möchte. Beispielsweise, dass man sagt, hier das Leben soll aber hier bei 1 beginnen. Gehe ich mit der rechten Maustaste drauf und da steht hier Nummerierungswert festlegen oder hier steht Nummerierung mit 1 beginnen. Und wenn ich da drauf klicke, dann sehen wir, dann habe ich also hier das Leben beginnt mit 1. Hier oben, diese Nummerierung, die beim Inhaltsverzeichnis steht, die wird also da nicht so fortgesetzt. Ja, mit der letzten Aktion haben wir gesehen, dass man, wenn man auf diese Nummerierung draufklickt, rechte Maustaste betätigt, dass wir da die Nummerierung anpassen können. Wir können also den Nummerierungswert festlegen. Das lässt sich also hier dadurch machen, dass man also hier diese Einstellungen, die im Dialog erscheinen, entsprechend wählt. Das überlasse ich Ihnen. Machen Sie diese Übungen, um das zu verfestigen, was Sie im Video gesehen haben. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Tschüss.